Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Universitätsbibliothek Stuttgart. In diesem Video möchten wir euch Puma vorstellen und euch grob erklären, wie genau es aufgebaut ist. Puma ist eine Abkürzung für Publikationsmanagement und da wir uns in einem universitären Rahmen bewegen, handelt es sich letztlich um akademisches Publikationsmanagement. Oder in anderen Worten, Puma dient der Literaturverwaltung. Vergleichbare Programme sind zum Beispiel Citavi oder Zotero. Und der alles entscheidende Vorteil von Puma ist, dass es zugänglich für alle Universitätsangehörigen ist. Das heißt auch, dass ihr euch ganz einfach mit eurem Universitätsaccount bei Puma anmelden könnt. Das könnt ihr, indem ihr hier oben rechts auf Anmelden klickt. Dann klickt ihr hier nochmals auf Anmelden und gelangt dann zu der sogenannten Shibboleth-Anmeldeseite. Hier loggt ihr euch mit euren Login-Daten ein. Das bedeutet, egal ob ihr einen Mitarbeiter, einen Studenten, ein Gäste- oder ein Funktionskonto habt, ihr könnt euch mit all diesen Konten an dieser Stelle anmelden, so wie ich das jetzt mit meinem Mitarbeiterkonto machen werde. Und schon sind wir in Puma eingeloggt. Beachtet bitte, dass wenn ihr euch das erste Mal bei Puma anmeldet, ihr noch verschiedene Einstellungen vornehmen müsst, wie zum Beispiel euren Nutzernamen festzulegen und erst dann mit Puma richtig arbeiten könnt. Das Ganze dauert wirklich nicht lange, das sind auch ganz wenige Klicks und dann könnt ihr auch schon loslegen. Das Layout von Puma ist so simpel wie auch effektiv. Nämlich lässt es auch schon diverse Rückschlüsse über die zentralen Funktionen von Puma zu. Ihr seht einmal hier die Lesezeichen und dann einmal hier die Publikationen. Das beschreibt auch schon im Grunde die wichtigsten Funktionen von Puma. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, einmal Lesezeichen in Puma hinzuzufügen, als auch Publikationen bzw. die Metadaten von Publikationen in Puma zu speichern und diese dann für weitere Zwecke zu verwenden. Das sind bei weitem nicht alle Funktionen, die Puma euch bietet, allerdings sind es die wichtigsten. Dann möchten wir noch kurz auf einige zentrale Optionen von Puma eingehen. Zum einen seht ihr hier oben den Punkt Mein Puma, da klicken wir auch jetzt drauf. Dann klicken wir auf Meine Einträge. Was ihr jetzt sehen könnt, ist eure individuelle Seite. Der Aufbau ist genauso wie auf der Startseite, nämlich zum einen hier auf der linken Seite die Lesezeichen und auf der rechten die Publikationen, die ihr bereits hinzugefügt habt. Was ich euch auf dieser Seite noch zeigen will, ist Folgendes. Denn ich habe hier und hier zwei Einträge gespeichert, bei denen ich auch das entsprechende PDF zum jeweiligen Eintrag hochgeladen habe. Das heißt, es ist außerdem möglich, zusätzlich zum Erfassen der Metadaten von der jeweiligen Publikation des Eintrages auch noch eine PDF-Datei zu dem Eintrag hinzuzufügen. Die nächste Option findet ihr hier unter Eintragen. Da klicken wir auch drauf. Da seht ihr, was ihr hier machen könnt. Das ist alles schon relativ selbsterklärend. Nämlich könnt ihr Lesezeichen und Publikationen hinzufügen, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Und ihr könnt Lesezeichen und Publikationen importieren. Unter dem hier angezeigten Punkt mit dem Namen Gruppen habt ihr die Möglichkeit, Gruppen selbst zu gründen oder bereits bestehenden Gruppen beizutreten. Außerdem habt ihr natürlich damit die Möglichkeit, kollaborativ zu arbeiten. Das letzte, das wir in diesem Video noch erwähnen möchten, ist, dass ihr hier oben rechts die Einstellungen zu eurem persönlichen Konto findet. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Bei eventuellen Rückfragen wendet euch gerne an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse oder schreibt uns in die Kommentare und wir werden uns so schnell wie möglich um eure Frage kümmern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.